Hallo, ich freue mich sehr, dass Sie auf meinem Kanal Arzneizeit vorbeischauen. Mein Name ist Maren Torkler und mein Ziel ist es, dass Sie das Wichtigste zu Ihrem Medikament wissen. Heute geht es um den Wirkstoff Pregabalin. Wir befinden uns hier im Bereich Intensiv. Das bedeutet, ich werde sehr genau auf alle Aspekte zu Ihrem Pregabalin eingehen. Wenn Sie erstmal eine kürzere Version dazu hören möchten, dann schauen Sie hier unten in die Infobox. Da lege ich Ihnen den Link zu Pregabalin Basic mit rein. Das ist meine kürzere Videoserie. Ansonsten können Sie auch schauen, ich habe das Video in Kapitel eingeteilt. Da können Sie auch gleich zu dem Thema springen, was Sie gerade im Moment interessiert. Ansonsten gehe ich heute in meinem Video auf die Wirkweise des Pregabalins ein und weshalb besonders bei älteren Patienten immer daran gedacht werden sollte, dass Pregabalin auch zu einer erhöhten Sturzneigung führen kann. Und weshalb beim Absetzen unbedingt daran gedacht werden muss, dass dies ausschleichend funktionieren soll. Und bei dem Video wünsche ich Ihnen viel Spaß. Ihr Pregabalin, das hat mehrere Anwendungsgebiete. Dazu zählt zum Beispiel die Behandlung der Epilepsie oder es wird auch bei generalisierten Angststörungen angewandt oder aber auch häufig kommt es zum Einsatz bei neuropathischen Schmerzen. Zu neuropathischen Schmerzen zählt zum Beispiel die diabetische Neuropathie oder aber auch zum Beispiel der Schmerz nach einer durchgemachten Gürtelrose. Aber auch bei Rückenmarksverletzungen findet das Pregabalin Anwendung. Sowohl zu Beginn der Therapie als auch zum Ende hin empfiehlt sich ein schrittweises Aufdosieren des Pregabalins und dann auch ein schrittweises Herunterdosieren, also Ausschleichen. Bei der Dosierung pro Tag sollte eine Wirkstoffmenge von 600 Milligramm in der Regel nicht überschritten werden. Der Wirkstoff, den es in Hartkapseln gibt oder auch in Lösung, der wird in 2 bis 3 Einzeldosen pro Tag aufgeteilt. Sie können die Pregabalin-Kapsel oder auch die Tropfen unabhängig vom Essen einnehmen. Das bedeutet, dass die gleichzeitige Nahrungsaufnahme auf die Aufnahme des Wirkstoffes in den Körper keine Auswirkungen hat. Trotzdem möchte ich hier kurz erwähnen, dass auch in diesem Fall die Nüchterneinnahme dazu führt, dass der Wirkstoff schneller ins Blut aufgenommen wird und dadurch schneller wirken kann. Wenn Sie unter einer Niereninsuffizienz leiden, dann gleicht der Arzt Ihre Pregabalin-Dosis an Ihre Nierenleistung an. Ich möchte Ihnen hier kurz die Wirkweise Ihres Pregabalins erklären. Und zwar gibt es im Körper immer 2 Gegenspieler. Es gibt einmal die GABA, das ist die Gamma-Aminobuttersäure, und als Gegenspieler gibt es dann das Glutamat. Diese 2 Botenstoffe, die haben Auswirkungen auf Ihre Nerven, und zwar aktiviert das Glutamat die Impulsübertragung in Ihrem Nerven. Und die GABA, die Gamma-Aminobuttersäure, die wirkt hemmend auf die Impulsübertragung. Nun komme ich auf Ihren Wirkstoff zu sprechen. Das Pregabalin, das ist ein sogenanntes Gamma-Aminobuttersäure-Analogon. Das ist jetzt ein Begriff, den ich einfach hier mal erwähnen möchte, dass Sie mal sehen, dass auch diese seltsamen Begriffe eigentlich gar nicht so schwer sind, denn ein Analogon ist ein Stoff, der die gleiche Wirkung im Körper erzielt wie der ursprüngliche Stoff. Das bedeutet, Ihr Pregabalin, das wirkt im Körper wie diese GABA, und zwar wirkt es hemmend auf die Impulsübertragung in der Nervenzelle, und das führt dann einfach dazu, dass die Schmerzweiterleitung nicht so gut funktioniert, wodurch man dann natürlich eine Schmerzlinderung erfährt und auch der Muskeltonus gedämpft wird. Deshalb findet es Anwendung in der Epilepsie und auch auf die Angststörungen, die generalisierten. Man muss ehrlich sagen, dass das Pregabalin sehr, sehr viele Nebenwirkungen haben kann, weil es auf alle Neurone im Körper Auswirkungen haben kann. Ich versuche Ihnen hier nur so einen kleinen Teil rauszusuchen, von dem ich denke, dass das für Sie relevant sein könnte, weil es auch sehr viele Menschen betreffen kann.
Wenn Sie jetzt aber merken, dass Sie mit dem Pregabalin begonnen haben und irgendwelche Symptome entwickeln, dann schauen Sie bitte selber einmal in den Beipackzettel rein, weil die Liste recht lang ist, damit Sie wirklich mal abgleichen können, ob das Symptom, was Sie entwickelt haben, eventuell auf die Pregabalin-Einnahme zurückzuführen ist. Diese lange Liste der Nebenwirkungen ist auch dem geschuldet, dass das Pregabalin ja viele Anwendungsbereiche hat. Das bedeutet, die ein oder andere Erkrankung wird sich auch in den Nebenwirkungen nochmal widerspiegeln. Genauso kann natürlich die Einnahme anderer Medikamente in den Studien auch die Ursache für diese Nebenwirkungen sein. Sehr häufig kann es unter der Pregabalin-Einnahme zu Müdigkeit, Schläfrigkeit und Kopfschmerzen kommen. Das betrifft sogar mehr als jeden Zehnten. Da sehen Sie, das tritt recht häufig auf. Das ist auch der Grund dafür, dass, wenn Sie mit der Pregabalin-Einnahme beginnen, Sie erstmal nicht Auto fahren sollten und auch keine gefährlichen Maschinen bedienen sollten. Schauen Sie erstmal, wie Sie auf das Pregabalin reagieren. Und wenn Sie merken, dass Sie es gut vertragen, dann steht dem Ganzen nichts im Wege. Aber gerade beim Pregabalin wäre ich da sehr vorsichtig, dass Sie das auf jeden Fall einige Tage lang abgeklärt haben. Denken Sie bitte auch immer dran, wenn die Pregabalin-Dosis erhöht wird, dass auch das natürlich wieder die Nebenwirkungen erhöhen kann, besonders am Anfang. Das heißt, bei einer Dosiserhöhung versuchen Sie auch in dieser Zeit erstmal einige Tage nicht Auto zu fahren und keine Maschinen zu bedienen, dass Sie da einfach auf der sicheren Seite sind. Abgesehen von diesen Nebenwirkungen, die ich gerade angesprochen habe, die recht häufig vorkommen, gehe ich jetzt auf andere Nebenwirkungen kurz ein, die so im Durchschnitt etwa jeden 10. bis 100. Betreffen. Die anderen Nebenwirkungen, die erwähne ich hier nicht, weil das Ganze den Rahmen einfach sprengen würde. Und auch da sind von Hersteller zu Hersteller die Angaben doch ein wenig anders. Deshalb ist das nur so ein grober Richtwert von der Häufigkeit des Auftretens. Als erstes kann es zum Beispiel zu Schwindel kommen. Es kann auch zu den typischen Magen-Darm-Beschwerden kommen, die eigentlich bei jedem Arzneimittel in den Nebenwirkungen wiederzufinden sind. Dazu gehört Übelkeit, schlimmstenfalls auch mal das Erbrechen. Dazu gehört Durchfall, auch ein aufgeblähter Bauch gehört dazu. Flatulenzen zum Beispiel können auch durch das Pregabalin hervorgerufen werden und auch eine Mundtrockenheit. Das Pregabalin, das kann auch die Ursache für Ödeme in Ihrem Körper sein oder auch zum Beispiel für Muskelkrämpfe. Das ist dann manchmal etwas schwierig, da den Zusammenhang herzustellen, da man nicht immer sieht, dass diese Symptome durch das Pregabalin hervorgerufen werden und dann eventuell ein neues Arzneimittel gegen diese Symptome verordnet wird. Wenn Sie darunter leiden, denken Sie mal so ein bisschen zurück, wann diese Symptome aufgetreten sind, und wenn Sie merken, dass das im zeitlichen Zusammenhang mit der Pregabalin-Einnahme gekommen ist, dann sprechen Sie bitte unbedingt Ihren Arzt darauf an, weil es da sonst auch recht schnell in Richtung Verschreibungskaskaden geht. Das bedeutet, Sie bekommen immer wieder ein neues Medikament verordnet, um die Nebenwirkung eines anderen zu behandeln. Es gibt ansonsten auch andere Präparate, die gewählt werden können, wobei sie dann eventuell nicht diese Nebenwirkung haben. Es kann unter der Einnahme auch zu einer erektilen Dysfunktion kommen und auch zu einer Abnahme der Libido. Zusätzlich ist es auch häufiger, dass der Appetit durch das Pregabalin etwas erhöht wird und es auch dann zu Gewichtszunahme kommen kann. Auch eine Nasenrachenentzündung kann durch das Pregabalin verursacht werden, genauso wie so ein Krankheitsgefühl oder ein Abgeschlagenheitsgefühl. Es kann auch zu Euphorie kommen oder Schlafstörungen und auch zu Gedächtnisstörungen. Das ist jetzt nur ein wirklich kleiner Auszug der Nebenwirkungen.
Denken Sie auch immer dran, dass sich so eine Nebenwirkung typischerweise natürlich am Anfang der Therapie gleich zeigt, aber es kann auch manchmal sein, dass sich so eine Nebenwirkung im Laufe der Zeit entwickelt. Der Grund dafür könnte zum Beispiel sein, dass sich die Nierenleistung mit den Jahren etwas verschlechtert, und da das Pregabalin nur über die Niere abgebaut wird, kann es dann sein, dass der Wirkstoff etwas erhöhter in Ihrem Blut vorkommt und dadurch die Nebenwirkungen natürlich mehr zum Tragen kommen. Seien Sie da einfach immer ganz sensibel. Nur weil Sie das Medikament vielleicht schon jahrelang nehmen, heißt das nicht, dass Sie unter der Einnahme nicht auch nach längerer Zeit noch diese Nebenwirkungen entwickeln. Ihr Pregabalin, das geht nicht viele Wechselwirkungen mit anderen Arzneimitteln ein. Das liegt daran, weil das Pregabalin wirklich eigentlich rein über die Niere abgebaut wird und nicht über die Leber und selber auch keinen Einfluss auf irgendwelche Leberenzyme hat, die für den Abbau anderer Medikamente wichtig wären. Hier wäre einfach zu nennen, dass das Pregabalin zum Beispiel mit Alkohol oder auch mit Lorazepam wechselwirken kann, dahingehend, dass die Alkoholwirkung verstärkt wird und auch die Wirkung des Lorazepams. Deshalb versuchen Sie, wenn möglich, während der Pregabalin-Einnahme keinen Alkohol zu trinken. Erst nach der Markteinführung wurde erkannt, dass der Wirkstoff zu einer Unterversorgung des Körpers mit Sauerstoff führen kann. Das wird besonders verstärkt, wenn man noch zusätzlich starke Schmerzmittel, also Opioide einnimmt, oder aber auch zum Beispiel so dämpfende Substanzen wie andere Benzodiazepine. Ich möchte Sie darauf sensibel machen, dass das Pregabalin auch zu einer leichten Atemdepression erstmal führen kann. Seien Sie da bitte immer sehr vorsichtig dabei, wenn Sie irgendwie merken, dass die Atmung sich verändert, dass sie verflachter wird oder es zu einer Atemnot kommt. Das kann immer durch das Pregabalin hervorgerufen worden sein. Sprechen Sie in dem Fall unbedingt sehr zeitnah mit Ihrem Arzt, dass man da dann schaut, dass diese Nebenwirkung nicht noch weitergeht. Und wenn Sie ein Patient sind, der allgemein unter einer verschlechterten Atemfunktion leidet, dann sollte man mit dem Pregabalin sowieso vorsichtig sein und da eine Dosisanpassung vollziehen unter Beobachtung, weil der Wirkstoff selber die Atemfunktion womöglich auch verschlechtern könnte. Wenn Sie unter der Pregabalin-Einnahme zusätzlich den Wirkstoff Oxycodon einnehmen, der zu diesen Opioiden gehört, die ich gerade erwähnt habe, dann kann es unter der Oxycodon-Einnahme alleine schon zu einer verstärkten Grobmotorik kommen und zu einer Verschlechterung der Gedächtnisleistung, was in dem Fall durch das Pregabalin noch verstärkt werden könnte. Als letztes möchte ich hier noch auf ein paar Punkte eingehen, die mir persönlich sehr wichtig sind. Als erstes ist, wie erwähnt, die Sturzneigung unter der Pregabalin-Einnahme erhöht. Das bedeutet, gerade bei älteren Patienten oder bei Heimpatienten sollte man da immer sehr vorsichtig sein. Sobald das Pregabalin angesetzt wird, sollte man darauf achten, wie der Patient darauf reagiert, weil es besonders zum Anfang hin zu diesen Symptomen kommen kann. Die Sturzneigung, die ist aus mehreren Gründen beim Pregabalin erhöht, und zwar liegt es einmal an dieser häufigen Nebenwirkung der Benommenheit und der Schläfrigkeit und auch an der Verschlechterung der Sehqualität. Zusätzlich kann es in ganz seltenen Fällen auch zu einem Verlust des Bewusstseins kommen. Das sind alles Punkte, die die Sturzneigung erhöhen können und Stürze fördern können. Das bedeutet, besonders am Anfang und bei jeder Dosiserhöhung sollte der Patient oder sollten Sie selber immer sich gut beobachten, weil speziell am Anfang dieser Umstellung diese Symptome häufig zum Tragen kommen könnten. Unter der Pregabalin-Einnahme wurde auch über Suizidverhalten
Essverhalten und Suizidgedanken berichtet. Das kann natürlich auch mit einer Erkrankung zusammenhängen, wie zum Beispiel der generalisierten Angststörung, für die dieses Medikament ja auch die Zulassung hat. Trotzdem sollte man auch da das immer im Blick haben und hellhörig werden, wenn irgendwelche Äußerungen dahingehend getroffen werden, weil die Ursache dafür auch das Pregabalin sein könnte. Das Pregabalin, das hat ein Missbrauchspotenzial. Es kann auch nach dem Absetzen Entzugssymptome hervorrufen. Die blende ich Ihnen hier einmal der Vollständigkeit halber ein. Es sind natürlich einige Symptome, die auch sehr vielfältig sind. Deshalb ist das Ausschleichen, wie eben erwähnt, sehr wichtig, dass man den Körper langsam von dem Wirkstoff entwöhnt. Die Abhängigkeit oder aber auch das Risiko, Entzugssymptome beim Absetzen zu entwickeln, korreliert immer sehr mit der Dosis, die vorher genommen wurde und auch im geringen Maß mit der Länge der Einnahme. Die Punkte Krämpfe und Angst können natürlich auch für ein Wiederaufflammen der ursprünglichen Erkrankung stehen und können auch kein Entzugssymptom darstellen. Ich möchte Sie einfach nur sensibilisieren, dass gerade in der Ausschleichphase und im Absetzen der Patient gut betreut werden sollte, dass man da das Ganze einfach dann im Blick hat. Sie als Patient, Sie sollten unbedingt über diese Symptome Bescheid wissen, denn es gibt natürlich Phasen im Leben, wo man eventuell mal ein Medikament von sich aus absetzen möchte, wobei ich hier unbedingt darauf hinweisen möchte, dass Sie das bitte immer nur gemeinsam mit Ihrem Arzt machen. Aber wenn Sie dann von solchen Fakten zum Beispiel nicht wissen und Ihr Pregabalin einfach weglassen, kann das sehr verängstigend sein, wenn man diese Entzugssymptome dann plötzlich hat. Deshalb hoffe ich einfach, dass ich mit meinem Video auch dazu ein wenig aufklären konnte. Schön, dass Sie bis hierhin durchgehalten haben. Ich finde es immer wichtig, dass Sie genau über Ihr Medikament Bescheid wissen. Das ist immer so ein schmaler Grat, weil Nebenwirkungen angesprochen werden und die natürlich einen auch davon abhalten könnten, das Medikament zu nehmen. Trotzdem finde ich eine Aufklärung auch über diese Nebenwirkungen immer sehr wichtig, weil Sie als Patient Bescheid wissen müssen, wann müssen Sie reagieren, was kann das sein, kann das von meinem Medikament kommen. Deshalb hoffe ich einfach, dass ich Ihnen mit meinem Video hier einige Informationen für Sie an die Hand geben konnte und gerne hinterlassen Sie mir auch hier unten in der Kommentarfunktion einen Kommentar, weil ich da auch immer sehr interessiert bin, ob Ihnen das Video zum Beispiel geholfen hat und wenn Ihnen das Video gefallen hat, freue ich mich immer sehr über einen Daumen nach oben. Gerne können Sie auch meinen Kanal abonnieren, weil ich in Zukunft vorhabe, noch mehr Videos dieser Serie hier online zu setzen. Und ansonsten hoffe ich einfach, dass Sie gesund bleiben oder wieder gesund werden. Und denken Sie immer dran, dass Glücklichsein doch die beste Medizin ist. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.